Ja, hallo, Sebastian Grünig mein Name, bei Ropa im Vertrieb tätig. Ich darf euch hier am schönen Niederrhein heute begrüßen. Wir wollen euch die Fortsetzungsfolge der Vorstellung des RK22 heute präsentieren und ich werde euch nachher oben an der Maschine noch einige Praxistipps näher bringen. Hallo, mein Name ist Ruben Pitz. Ich arbeite bei der Firma Ropa im Kundendienst, bin maßgeblich verantwortlich für Schulungen und Feldversuche und ich werde euch heute hier in der Kabine die Bedienung des RK22 im Terminal und an den Joysticks erklären. Also kommt mit mir in die Kabine. So, hier befinden wir uns jetzt in der Schlepperkabine und ich erkläre euch jetzt erstmal den Grundaufbau von unseren Bedieneinheiten. Wir haben hier zunächst das CCI 1200, was unsere Hauptmaske von unserem RK22 mit unserer eigenen Software jetzt hier abbildet. Wir haben einmal hier unser Videoterminal für unser neues digitales Videosystem mit 7 Kameras und unseren Rode-Joystick hier auf der rechten Seite verbaut, der eben alle Rode-Funktionen einmal darstellt und die wir dort bedienen können. Links von mir haben wir noch das optionale linke Videobildschirm und eben den, in diesem Fall Bunker-Joystick für den Überladebunker. Das heißt, alle Überladebunker-Funktionen können über den linken Joystick bedient werden. So, am Feld angekommen, müssen wir zunächst den Roder für die Arbeit vorbereiten. Als erstes entriegeln wir den Notaus. Danach ziehen wir unsere Zusatzachse nach oben und können nun im Klappmenü unsere Achse auseinanderfahren. Diese wählen wir über dieses Icon vor und fahren jetzt mit mindestens 1 km/h Geschwindigkeit und drücken dabei die Plus-Taste. Nun fährt unsere Achse komplett selbstständig auseinander auf 100%. Als nächstes starten wir die Klappautomatik für unseren Überladebunker. Wir wählen in dem Falle die Klappautomatik vor, bestätigen hier die Meldung mit Escape und können jetzt über Plus und Plus gedrückt halten die Klappautomatik ansteuern. Bei der Klappautomatik ist darauf zu achten, dass wir auf die Warnung Klappautomatik abgeschlossen warten und so lange gedrückt halten, bis diese angezeigt wird. Jetzt können wir mit dem Roten beginnen. In unserer Maske sehen wir jetzt hier auf der Startseite alle Hauptfunktionen bzw. alle Einstellwerte, die wir einmal hier im Überblick haben. Zunächst einmal hier oben Informationen für uns über die Öltemperatur, die Fahrgeschwindigkeit und die Zapfwellendrehzahl. Anschließend haben wir hier einen Überblick über unsere Rodetiefe links sowie rechts. Eine Übersicht über unseren UFK, das heißt die UFK-Höhe und die UFK-Geschwindigkeit. Eine Anzeige über unsere Auslastung der Maschine, das heißt die Hydraulikdrücke. Die Lenkung der Maschine, genauso wie die Zusatzachse. Und unten rechts eine Ansicht über unsere Neigung der Maschine. Die beiden oberen Kästchen, die wir hier sehen, fungieren auch gleichzeitig als Quick Jumps. Das heißt, wir können auch hier einfach draufklicken und kommen direkt in das jeweilige Menü, was wir hier dementsprechend vorgewählt haben. Im unteren Bereich der Startseite sehen wir unsere Automatiken. Grundsätzlich sind unsere Automatiken in 3 Farben eingeteilt. Das heißt, wir haben hier einmal eine Automatik in der Farbe Grau. Das bedeutet, diese Automatik ist deaktiviert. Eine Automatik in der Farbe Blau wäre eine vorgewählte Automatik und eine Automatik in der Farbe Grün würde bedeuten, dass diese Automatik jetzt gerade aktiv ist und in diesem Moment funktioniert.
Zu den Automatiken, was diese Automatiken bedeuten, wäre im Endeffekt die erste Automatik hier unsere Dammdruckregelung. Das heißt, unsere Standardregelart, wir bilden einen gewissen Druck auf den Damm aus, würde eben hier jetzt im ersten Symbol angezeigt werden. Wenn wir jetzt besonders auf leichten Standorten gegebenenfalls oder mit der Schwattaufnahme fahren würden, dann müssten wir hier einmal umschalten auf die Dammdruckentlastung. Dies tun wir, indem wir hier lange auf dieses Symbol draufdrücken. Jetzt sieht man, ist der Zylinder in dem Symbol dazugekommen. Bedeutet im Endeffekt, jetzt würden wir mit der Dammdruckentlastung fahren und heben wirklich aktiv die Aufnahme schon etwas an, um möglichst wenig Druck auf den Damm auszuüben. Wir schalten wieder zurück auf unsere Standardregelart Dammdruckregelung. Als nächstes hätten wir hier unsere Dammmittenfindung. Das bedeutet, über 2 Potis an den Dammtrommeln werden die Dammtrommeln perfekt mittig auf dem Damm gefahren und unsere Deichsel wird dementsprechend ein- bzw. ausgeschwenkt, um eine perfekte Mittelfindung auf dem Damm zu gewährleisten. Die deaktivierte Automatik hier wäre unsere Igel 1-2 Neigung. Bedeutet im Endeffekt, egal ob wir jetzt berghoch oder bergunter mit der Maschine roden würden, unsere Igelneigung bleibt immer perfekt gleich, um immer ein gleichbleibendes Rodeergebnis zu erhalten und nicht bei berghoch oder bergunter dementsprechend ein separates bzw. eher intensiveres oder wenig intensiveres Trennbild zu gelangen. Die aktivierte Automatik rechts daneben wäre unsere Bunkerbefüllautomatik. Bedeutet, über diese Automatik würde unser Bunker komplett eigenständig befüllt werden. Wir müssen uns hier um nichts kümmern, müssen nicht das Befüllband heben oder den Bunkerrollboden vorziehen, sondern die Bunkerbefüllung-Automatik übernimmt hier alles für uns und wir brauchen uns um nichts zu kümmern. Als nächstes haben wir hier den Hangausgleich. Bedeutet im Endeffekt, wenn diese Automatik aktiv ist, nivelliert sich die Maschine immer perfekt mittig bzw. geradeaus, so wie wir es hier jetzt gerade sehen. 0 Grad hat die Maschine hier in der Neigung, das heißt, wir stehen perfekt in Waage momentan ausgerichtet. Und die letzte Automatik würde bedeuten unsere Achsmittenfindung. Das heißt, hier wird eben angezeigt, sobald die Achse wirklich gerade ausgestellt ist, beziehungsweise jedes Mal, wenn wir eben hier Feldanfang drücken, richtet sich unsere Achse auf die Geradeausposition aus. Um die Maschine nun einzustellen für die Feldbedingungen, würden wir hier einmal in das Siebkanal-Menü gehen. Das heißt, hier sehen wir jetzt einmal unsere Aufnahme und unseren Siebkanal von vorne nach hinten durchlaufend. Dieses Bild wird so angezeigt, dass wir quasi die Maschine einmal von oben sehen würden. Die ersten beiden Verstellwerte, die wir hier oben sehen, das wäre unsere Dammdruckregelung. Das heißt, wir haben hier unten unsere Automatik mit der Dammdruckregelung vorgewählt und hierüber können wir jetzt den tatsächlichen Dampfdruck von 1 bis 20 einstellen. Bedeutet in diesem Fall, einen geringen Wert würde wenig Dampfdruck bedeuten, einen hohen Wert würde viel Dampfdruck bedeuten. Die beiden Werte können entweder unabhängig, indem wir diesen Wert vorwählen. Er wird dann gelb umrandet angezeigt und dann eben mit Plus erhöhen bzw. mit Minus verringern. Genauso den linken auch. Das heißt, wir können die beiden Werte unabhängig voneinander einmal einstellen. Oder wenn wir das Ganze zusammen bzw. synchron verstellen wollen, aktivieren wir hier auf der rechten Seite die Synchronverstellung, wählen die passende Funktion aus und können dann dementsprechend hier die Werte synchron gleichzeitig zueinander verstellen. Darunter haben wir hier einmal die Rodetiefe. Das heißt, hier werden die Schare angezeigt und hier haben wir die Werte für die Rodetiefe. Einmal das Ganze auch wieder hier unabhängig einstellbar, wenn wir die Synchronverstellung deaktivieren, von 0 bis 100. 0 wäre die minimale Rodetiefe und 100 wäre die maximale Rodetiefe. Das heißt, auch hier können wir wieder hingehen und das Ganze unabhängig voneinander verstellen, beziehungsweise eben auch hier wieder die Synchronverstellung aktivieren. So, wir befinden uns jetzt einmal hier vorne an der Aufnahme. Hier gibt es auch einige wichtige Dinge zu beachten, wo ich einmal kurz was zu erklären möchte. Grundlegend erstmal, dass wir roden hier 2 Reihen Kartoffeln.
Die Lenkung funktioniert automatisch bei der Maschine, jeweils über den Drehwinkelsensor, einmal hier links, einmal hier rechts, direkt auf der Aufnahme. Der Mittelwert von diesen Drehwinkelsensoren geht halt an den entsprechenden Zylinder, der die Aufnahme halt links und rechts dann steuert. Das ist das eine zur Lenkung. Das nächste, wichtig, ist die Tiefeneinstellung. Die Tiefeneinstellung erfolgt hier über diesen Hydraulikzylinder, den wir hier sehen. Und das Ende von diesem Hydraulikzylinder ist quasi hier diese weiße Rolle. Diese weiße Rolle dient als Anschlag für die Dampftrommel und entscheidet somit, wie tief das Char durch den Boden halt geht. Ein ganz entscheidender Punkt bei der Rodetiefeneinstellung ist halt, dass wir halt möglichst tief genug roden. Tief genug heißt, dass wir das komplette Kartoffelnest aufnehmen, aber dass wir halt nicht unnötig tief roden, dass wir dann Kluten und sonstige Beimenge wieder mit nach oben holen. Roden wir zu flach, wird man das automatisch oben am Verlesetisch halt sehen, weil dann kommen meistens angeschlagene Kartoffeln nach oben. Das ist halt ein Zeichen dafür, dass wir eigentlich zu flach roden. Wichtig ist natürlich, wenn ich vernünftige, schöne Rodebedingungen habe, ist ein Erdpolster in der Maschine halt nie verkehrt. Auf guten Böden ist es natürlich auch schon mal so, dass man vielleicht einen Zentimeter tiefer rodet, als man eigentlich müsste, um halt einfach ein gesamtes Erdpolster durch die Maschine zu tragen. Kommen wir weiter zu unserer Siebkettengeschwindigkeit. Die Siebkettengeschwindigkeit können wir hier einstellen, indem wir auch hier wieder draufklicken und über Plus und Minus den Wert verstellen. Die Siebkettengeschwindigkeit kann ich hier von 50 bis 200 Umdrehungen einstellen. In diesem Piktogramm wird hier gerade passend zu der Ausstattung eine Twin-Clean-Maschine eingezeigt. Das bedeutet, wir hätten hier einmal die Rodekette und einmal die Siebkette. Bei der Standardausstattung würde einfach hier ein zusammenhängendes Kästchen für die Siebkette 1 angezeigt werden. Danach kommen wir hier zur Siebkette 2. Auch die wieder ganz normal über Plus und Minus verstellbar. Oder wenn wir hier das Ganze auch wieder mit der Synchronverstellung aktivieren wollen, aktivieren die Synchronverstellung, wählen unsere Siebkette aus und dann verstellt sich eben hier Siebkette 1 und Siebkette 2 simultan. Darunter hätten wir den Krautkettenversatz. Der Krautkettenversatz, diesen können wir von 0, das bedeutet ausgeschaltet, Krautkette dementsprechend in Synchronlauf zur Siebkette 2 bis zu minus 10% einstellen. Das heißt, darüber würden wir unsere Krautkette eben 10% verlangsamen im Verhältnis zur Siebkette 2. Des Weiteren hätten wir auf der rechten Seite einmal unseren Klopfer. Hier können wir eben die Klopferintensität von 0 bis 20 einstellen. 0 würde bedeuten, der Klopfer ist komplett deaktiviert, 20 würde eben maximale Intensität bedeuten. Nun sind wir an der ersten Siebkette angekommen. Wir sprachen ja eben davon, dass wir die Rodetiefe entsprechend einstellen können. Je tiefer ich natürlich rode, desto mehr Erde habe ich auf der ersten Siebkette. Heißt im Umkehrschluss, dass die Erde natürlich auch bewegt werden will. Hier ist es halt ganz entscheidend, dass wir auf der ersten Siebkette natürlich auch ein gutes Erdpolster haben, weil wir haben natürlich im Folge der Maschine noch etliche Bänder, die zu absolvieren sind. Hier kann man dazu sagen, wenn man schöne Rodebedingungen hat, schiebt man sich den Kanal mit Erde relativ schön voll, sodass die Kartoffeln in einem Polster liegen. Habe ich relativ nasse Bedingungen, habe ich sowieso schwierig, die Erde loszubekommen. Dafür gibt es halt hier in der Maschine verbaut noch einen sogenannten hydraulischen Klopfer. Der hydraulische Klopfer ist dafür da, die Siebkette mechanisch von unten halt zu bewegen und so quasi durch einen Schüttelprozess die Erde aus der Siebkette halt rauszubekommen. Ganz wichtig auch hierbei ist es zu wissen, wenn ich den Klopfer benutze, dass auch möglichst viel Erde auf der Siebkette ist. Je weniger Erde auf der Siebkette liegt, desto höher ist halt auch die Gefahr, dass eine blanke Kartoffel direkt an den Eisenstab kommen kann und dadurch eine mechanische Beschädigung an der Kartoffel entsprechend passieren kann. Ansonsten haben wir auf der linken Seite, links neben der Siebkette 1, die Siebkette 1 Reversierung. Bedeutet also, wenn die Siebkette 1 eben läuft und wir hier die Reversierung aktivieren, würde unsere Siebkette 1 dementsprechend nach vorne laufen, rückwärts laufen, um eben zum Beispiel Krautstopfer unterhalb der Krauteinziehrollen wieder loswerden zu können. Außerdem haben wir hier auf der rechten Seite
eine fahrgeschwindigkeitsabhängige Siebkettenregulierung. Das bedeutet, sobald die Automatik, die fahrgeschwindigkeitsabhängige Automatik hier aktiviert ist, steuern sich unsere Siebketten in Abhängigkeit von unserer Fahrgeschwindigkeit. Bedeutet also langsame Fahrgeschwindigkeit, langsame Bänderdrehzahl, schnelle Fahrgeschwindigkeit, schnelle Bänderdrehzahl. Das Ganze könnten wir mit einem gewissen Vorlauf, indem ich hier also plus 20% zum Beispiel einstelle, oder mit einem gewissen Nachlauf in Abhängigkeit zur Fahrgeschwindigkeit dementsprechend einstellen. Ja, ein weiterer Punkt zum Thema Krauttrennung ist natürlich das zweite Siebband mit dem darauf folgenden Krautband. Bei uns ist es schon immer so gewesen, dass das Krautband entsprechend zum Siebband prozentual langsamer laufen kann. Das hat zum einen den Vorteil, wenn ich abgestorbenes Laub habe und ich habe etwas feuchtere Bedingungen, dann kann halt die zweite Siebkette läuft etwas schneller weg, das Krautband hält gegen, somit bekomme ich quasi so eine Art Reibeffekt hin. Und wenn ich halt im sehr grünen Bestand unterwegs bin, kann ich mir halt entsprechend etwas Zug auf das Kraut bringen, um dann halt auch mit den Krautfedern, die ich gerade beschrieben hatte, entsprechend auch aggressiv arbeiten zu können. Wo wir beim Thema Geschwindigkeiten sind, die erste Kette hatte ich angesprochen, die Übergabe auf die zweite Siebkette. Da ist es in der Praxis eigentlich so, dass man zwischen erster und zweiter Kette etwas schneller wird, weil der Übergang von der ersten auf die zweite Kette, da kommt es sonst zu einem gewissen Stau. Die Erde muss erstmal überlegen, wie gehe ich weiter. Und da ist es von der Praxis her so, dass man lieber 10, 20 Umdrehungen die zweite Kette schneller drehen lässt als die erste, um halt das Ganze etwas auseinanderzuziehen. Gemessen werden die ganzen Geschwindigkeiten immer direkt im Ölmotor. Das heißt, wir haben einen absolut geschützten Bereich. Wir könnten 10 Maschinen nebeneinander stellen und jede Maschine würde die gleiche Arbeit machen. Auch die Krautfedern, einmal hier die untere Krautfederneinheit und einmal die obere Krautfederneinheit, lässt sich im Bereich von 0 bis 20 einstellen. 0 würde auch hier wieder bedeuten, die Krautfedern auf maximale Position, das heißt maximale Arbeitsposition, oder 20 eben komplett nach oben gefahren, dass sie quasi keinerlei Arbeit mehr verrichten. Jetzt überarbeitet im RK22 ist einmal auch die Krauttrennung. Das heißt, wir haben hier einmal unten unsere 3 Reihen Krautfedern und einmal oben 4 Reihen Krautfedern. Wichtig ist jetzt, dass alle Krautfederreihen komplett in der Schrägen verbaut sind. Nach wie vor ist es so, dass wir mit dem unteren Paket den Krautbesatz etwas glatt streichen wollen, dass wir erstmal die ganze Krauttrennung vorbereiten wollen. Das heißt, hier unten sind auch weichere Federn verbaut und oben sind die etwas härteren Federn verbaut. Darüber sieht man noch die 3 Abreißstangen, die man unter das Krautband noch schieben kann, um halt eine möglichst aggressive Krauttrennung zu generieren. Wenn wir nun eine Fahrgasse rausroden möchten, dann starten wir hier die Einzelreihenrodung, gehen demnach in das Einzelreihenrodemenü und dadurch, dass wir eben jetzt hier die rechte Reihe nicht roden, schalten wir die rechte Reihe hier einmal auf Off. Nun wird also hier eine Rodetiefe von 0 Punkten übernommen. Bedeutet im Endeffekt, unsere rechte Dammtrommel wird ganz nach unten gefahren, unsere Aufnahme wird auf der rechten Seite demnach ein bisschen aus dem Boden ausgehoben und wir roden im Endeffekt nur die Reihe, die hier in grün auf On dargestellt wird, und diese Reihe rodet mit der von uns zuvor eingestellten Rodetiefe ganz normal weiter. Die automatische Lenkung ist weiterhin aktiv und auch die automatische Dammdruckregelung ist auch weiterhin aktiv. Wenn wir nun eine extrem tief gefahrene Fahrspur hätten, könnten wir über die Pfeiltaste hier die Aufnahme auf der rechten Seite mit gedrückter Pfeiltaste manuell etwas anheben, um einfach eine in Waage gerichtete Aufnahme in der Fahrgasse zu gewährleisten. Neben der Anzeige für die Siebkette 1 und die Siebkette 2, was hier einmal die Auslastung, die hydraulische Auslastung der Siebketten bedeuten würde, haben wir auch noch das Menü für unsere Warngrenzen hier unter dem Dreieck einmal abgebildet. Hier haben wir eine schöne Übersicht über unsere Aggregate und die jeweilige Auslastung der Aggregate. Bedeutet einmal über die Auslastung der Siebkette 1, Auslastung Siebkette 2, Igel 1 und Igel 2, 3 und 4 in Reihe geschaltet. Je höher also der Druck im Hydrauliksystem für das jeweilige Aggregat steigen würde, desto höher würde hier ein gelber Balken angezeigt werden. Wenn wir also
den kleinen gelben Balken, der 80% Auslastung bedeuten würde, erreichen, würden wir ein akustisches Signal bekommen, dass eine Warngrenze für das jeweilige Aggregat erreicht ist. In diesem Fall müssten wir also die Fahrgeschwindigkeit etwas reduzieren, gegebenenfalls die Bändergeschwindigkeiten etwas erhöhen, um also die erhöhte Last auf diesem jeweiligen Aggregat wieder zu reduzieren. Um das Ganze für den Fahrer etwas zu vereinfachen, haben wir hier Automatikfunktionen hinterlegt. Hinter diesen Automatikfunktionen befindet sich eine lastabhängige Bänderregulierung. Bedeutet im Endeffekt, je näher ich hier an diese voreingestellten 80% ranfahre, desto schneller wird in diesem Beispiel hier mein Eagle 1 beschleunigt. Das heißt, ich würde also mit zunehmender Last meinen Eagle schneller beschleunigen, um also die viele Erntemenge, die viele nasse Erde, die eben hochkommt, auch schnell wieder ableiten zu können. Die Warngrenze könnte ich mir hier in diesem Falle für alle 4 Pumpen separat anpassen. Wenn ich dies also tue, verlagere ich etwa meine Automatik etwas nach oben. Bedeutet also, ich fahre näher an eine eventuelle Abschaltung der Maschine ran, könnte aber in diesem Fall etwas mehr Leistung noch aus der Maschine rauskitzeln. Jetzt zeige ich euch die Warngrenzen in der Praxis. Wir gehen also in unser Warngrenzenmenü. Hier seht ihr jetzt die Auslastung der Maschine schön dargestellt über die Balken. Als Beispiel stellen wir jetzt die Warngrenze des Eagle 1 mal runter. Jetzt seht ihr, wie sich der Balken rot färbt. Und somit wissen wir, dass wir hier die Warngrenze erreicht haben, kriegen auch das akustische Signal dazu und wissen nun, dass wir an der Auslastungsgrenze des Eagle 1 wären. Wenn wir jetzt nun zusätzlich die Automatik aktivieren, beschleunigt unser Eagle-Band von alleine auf eine vorgewählte Geschwindigkeit, um die Mehrlast durch die Erntemenge schneller auch wieder loszuwerden. Als nächstes springen wir in das Menü für unsere Trennaggregate. Wir sehen also jetzt hier auch wieder schön von oben in der Übersicht die Maschine. Einmal mit unserem Eagle 1, Eagle 2, Eagle 3, Eagle 4 und unser Verleseband, was dann nach vorne in den Bunker einmal reinläuft. Kommen wir zu den ganzen Einstellmöglichkeiten hierzu. Wir haben zunächst einmal die Bändergeschwindigkeit oder Bandgeschwindigkeit für unseren Eagle 1. Das heißt, auch hier können wir dementsprechend die Eagle-Bandgeschwindigkeit erhöhen oder verringern. Das Ganze von 50 bis 250 Umdrehungen. Zudem haben wir am Eagle 1 die Möglichkeit, die Ableitwalzengeschwindigkeit unabhängig von der Bandgeschwindigkeit einzustellen. Bedeutet in diesem Fall, ein Gleichlauf der Ableitwalze würde mit dem Wert 0 erfolgen. Das heißt, nun würden die Ableitwalzen in einem Gleichlauf zu unserer voreingestellten Eagle-Bandgeschwindigkeit, in diesem Fall 130 Umdrehungen laufen. Wir können hier also hingehen und unsere Ableitwalzen bis zu minus 95 oder plus 95 einstellen. Das heißt, wir könnten also unsere Ableitwalze auf dem Eagle 1 extrem verlangsamen oder deutlich schneller einstellen, womit wir eben die Reinigungsleistung und auch den Gutfluss dementsprechend einstellen können. Ansonsten können wir über diesen Wert hier unsere Ableitwalzenhöhe verstellen.
Zum einen können wir die Ableitwalze hier wieder von einem Wert 0 bis 20 eben verstellen. Bedeutet also in diesem Falle wieder 0 wäre ganz unten und 20 wäre die Ableitwalze also ganz oben. Ja, wir befinden uns jetzt hier am ersten Igel. Hier oben sieht man einmal das Ableitwalzenpaar. So wie auch im ersten Video schon mal beschrieben, ist es so, dass die Masse sich halt auf dem ersten Igel entschleunigt und mit den Walzen halt wieder beschleunigt werden muss. Die Beschleunigung kann ich halt durch jetzt im RK22 neu eine separate Walzenverstellung, kann ich das Ganze natürlich so einstellen, dass ich bei viel Masse und hoher Walzengeschwindigkeit deutlich schneller als die Igelgeschwindigkeit die Masse halt sehr zügig vom Igel runterkehren kann. Genau im Gegensatz dazu kann ich die Walzen halt auch deutlich langsamer stellen als die Igelbandgeschwindigkeit. Das heißt, je langsamer ich natürlich werde, desto aggressiver wird nachher das Ergebnis, weil dann natürlich ein gewisser Zwickeffekt zwischen Spalt, Ableitwalze zum Igel halt entsteht. Das Ganze sieht man hier jetzt einmal in vierfacher Version. Wir haben jetzt aktuell 4 Walzen übereinander verbaut. Das ist halt so bei Maschinen, die halt viel im 2-in-2-System fahren oder halt bei Zwiebeln, dass man halt möglichst viel Masse hier durchschieben kann. Das ist optional. Serienmäßig ist nach wie vor sind halt 3 Walzen. Dann kommen wir zu unserem Igel 2. Auch hier wieder können wir die Bandgeschwindigkeit einstellen. Gleicher Einstellbereich 50 bis 250 wie auch beim ersten Igel. Und auch die Ableitwalzenhöhe können wir über diesen Wert hier wieder verstellen. Auch hier wieder 0 bis 20 ist der Einstellbereich. Den Igel 1 und Igel 2 können wir komplett in der Neigung, da Igel 1 und 2 an einem Rahmen aufgehängt ist, komplett in der Neigung verstellen. Das Ganze würden wir hier über diesen Wert, der jetzt gerade auf 12 eingestellt ist, einmal verstellen. Grundsätzlich ist die Neigung auch hier wieder in einem Bereich von 0 bis 20 einstellbar. Würde hier also bedeuten, 0 heißt im Endeffekt, dass der Igel nach hinten ganz runter fährt und 20 würde bedeuten, dass der Igel dementsprechend ganz steil fährt. Auch hier haben wir wieder einen maßgeblichen Eintrag auf unsere Trennleistung. Ja, ergänzend zu dem Igel 1 möchte ich noch sagen, dass wir halt nach wie vor hier unsere Winkelverstellung halt haben. Das heißt, Igel 1 als auch Igel 2 werden über den Hydraulikzylinder komplett in der Neigung verstellt. Das heißt, wir können den ganzen Rahmen nach oben oder nach unten abfallend einstellen, um da halt auch entsprechend nochmal den Gutfluss zu optimieren. Dass wir halt wenn wir sehr schonend arbeiten wollen, den ganzen Rahmen relativ steil stellen. Wenn wir halt sehr aggressiv arbeiten wollen, können wir den ganzen Rahmen abfallend einstellen, sodass das Produkt erstmal den Igel 1 runterrollt und sich dann an den Walzen wieder nach oben arbeiten muss. Um die Gutflussoptimierung noch weiter zu treiben, ist es halt beim Keiler nach wie vor möglich, dass die zweite Ableitwalze, das Paket mechanisch an die erste Ableitwalze halt rangeschwenkt werden kann, sodass man da entsprechend einen flacheren Winkel bekommt und die Masse halt deutlich zügiger von Igel 1 und 2 halt runtergeht. Als nächstes im Gutfluss hätten wir hier unseren Igel 3. Auch hier wieder gleichen Einstellwerte 50 bis 250 Umdrehungen. Dazu eben unsere Ableitwalze, die wir auch hier wieder von 0 bis 20 dementsprechend in der Höhe verstellen können. Ja, um den immer größer werdenden Anforderungen gerecht zu werden, haben wir jetzt hier die Möglichkeit, mit der Kurbel die dritte Walze zu verstellen. Was passiert dann? Wenn wir die dritte Walze weiter auffahren, sprich das ganze Paket zu uns ziehen, vergrößern wir die Öffnung in den Fingerkamm rein. Das heißt, wir können da eine größere Masse durchschieben, wenn man dann an die Systeme 2-in-2 denkt oder wenn man Zwiebeln sammelt, wo man halt möglichst viel Masse halt bewegen möchte. Wenn ich die Kurbel weiter zudrehe, sprich die Walze weiter nach hinten, verjünge ich quasi den Eingang in den Fingerkamm und dabei habe ich natürlich einen etwas geringeren Durchsatz, habe aber dadurch eine längere Verweildauer der Kartoffeln unter dem Fingerkamm. Das Ganze kann ich halt kontrollieren an der Seite hier mit der Skala und sehe das natürlich im Ergebnis, wie der Fingerkamm die ganze Masse halt verarbeiten kann. Weil was wollen wir halt erzielen? Der Fingerkamm ist dazu da, möglichst viel Beimenge zu trennen, um ein möglichst sauberes Produkt auf dem Verlesetisch zu erzielen. Und deswegen müssen wir hier entsprechend je nach Bodenbedingungen, leichter Boden, schwerer Boden, viele Kluten, viel Beimenge, müssen wir hier entsprechend reagieren und können so mechanisch mit der Kurbel halt entsprechend dort Eingriff nehmen.
zum guten Schluss in dieser Reihenfolge würde jetzt noch der 4. Igel einmal angezeigt werden. Auch hier wieder gleicher Einstellbereich. Dementsprechend können wir also hier jeden Igel unabhängig voneinander verstellen. Oder wenn wir das auch wieder komplett abhängig oder in Abhängigkeit voneinander verstellen möchten, gibt es auch hier wieder die Synchronverstellung, die wir aktivieren können. Wählen dementsprechend unsere 4 Igelbänder vor. Die sind jetzt wieder gelb eingefärbt und nun können wir eben alle 4 Igelbänder gleichzeitig bzw. synchron dementsprechend in der Geschwindigkeit verstellen. Möchte ich einmal auf die Ableitwalzen eingehen, die wir hier einmal markiert sehen. 1, 2, 3. Wir haben ja in Summe 4 Igelbänder. Auf 3 Igelbändern davon haben wir jeweils die Ableitwalzen, deswegen 1 bis 3. Und auf dem letzten Igelband haben wir ja den Fingerkamm sitzen. Bei den Ableitwalzen ist es ganz elementar wichtig, dass man halt entsprechend die passende Höhe einstellt, sodass wir halt möglichst keine Knollenverluste haben, aber natürlich eine maximale Erdabreinigung erzielen können. Um das halt einzustellen, genauso wie beim Fingerkamm, haben wir hier die Tasten, wo wir dann einmal pro Tastendruck eine Position fahren können. Maximal halt 20 Punkte nach oben und 20 Punkte halt nach unten bis auf Position 0. Das Ganze halt hier für die erste Ableitwalze, für die zweite Ableitwalze und hier vorne für die dritte Ableitwalze. In der Praxis ist es halt dann so, dass man sich entsprechend hier an der Seite an der Maschine vorbei dran orientiert, dass man sieht, wann fallen Kartoffeln raus, dass man halt so weit wie möglich die Ableitwalzen aufmacht, aber halt entsprechend so tief wie nötig auch entsprechend einstellt, dass wir halt entsprechend keine Knollenverluste haben. Ansonsten haben wir auch am 4. Igel hier in dieser Ausstattungsvariante die Möglichkeit, die Neigung zu verstellen. Auch hier wieder in einem Einstellbereich von 0 bis 20. Das heißt, 0 würde bedeuten, dass der Igel ganz flach gestellt ist und 20 wäre dann dementsprechend der Igel 4 ganz steil gestellt. Auch in unserem Igelband bzw. Trennaggregate-Menü haben wir hier wieder eine Automatik mit eingebaut. Bedeutet im Endeffekt, dass über diese fahrgeschwindigkeitsabhängige Automatik auch unsere Igelbänder dementsprechend in Abhängigkeit von unserer Fahrgeschwindigkeit verstellt werden können. Gleiches Prinzip wie bei den Siebketten auch. Je schneller ich fahre, desto schneller drehen meine Igelbänder. Je langsamer ich fahre, desto langsamer drehen die Igelbänder. Auch hier wieder das Ganze mit einem Vorlauf bzw. Nachlauf zu versehen. Kommen wir nach unseren Trennaggregaten dann auf unseren Verlesebereich. Wir sehen hier einmal unsere Verlesebandgeschwindigkeit, die wir dementsprechend von 0 bis 100% erhöhen bzw. dementsprechend auch verlangsamen können. Und direkt daneben dran, unabhängig zu unserem Verleseband, können wir auch unsere Beimengenbandgeschwindigkeit auch hier wieder von 0 bis 100% dementsprechend einstellen. In dieser Ausstattungsvariante haben wir auch eine Reversierfunktion für unsere Beimenge. Bedeutet also, sobald wir hier einmal die Reversierung aktivieren, läuft eben unser Beimengenband rückwärts und die ganze Beimenge, die eben hier von unserem Igel 4 quasi auf unser Beimengenband läuft, wird quasi zurück in die Maschine eingeführt und würde dann eben dementsprechend noch einmal die Maschine durchlaufen. Nach unserem Trennaggregate-Menü oder in Abhängigkeit zu unserem Trennaggregate-Menü würden wir dann hier auf unser UFK-Menü springen. Wir können in unser UFK-Menü entweder über den Softkey hier an der Seite gelangen oder wenn wir in unserem Trennaggregate-Menü hier oben auf diesen Bereich klicken, genauso auch wie ein Quick-Jump quasi in das UFK-Menü einmal reinspringen. Im UFK-Menü können wir folgende Werte verstellen. Wir haben hier einmal auch wieder unsere schöne Silhouette der Maschine dargestellt. Bedeutet also, da wo nach dem Gutfluss nach die Kartoffeln zuerst in den Fingerkamm einlaufen, wäre unser erster UFK, was wir hier dann quasi über diese beiden Werte sehen. Und unser zweiter UFK wäre quasi diese beiden Werte hier auf der in Fahrtrichtung rechten Seite. Wir können hier also Einfluss auf die Höhe des UFKs nehmen. Auch hier wieder der Einstellbereich 0 bis 20 Punkte, das heißt 0 ganz unten und 20 würden dann die Finger ganz nach oben fahren. Für den ersten UFK
Genauso wie auch für den zweiten UFK, gleicher Einstellbereich, auch hier wieder 0 bis 20, dass wir die Finger hier dementsprechend sauber einstellen können. Gleichermaßen haben wir hier die Möglichkeit, unsere beiden Fingerkämmer unabhängig voneinander in der Geschwindigkeit zu verstellen. Bedeutet also, hier haben wir jetzt gerade eine Geschwindigkeit von 55% auf dem ersten Fingerkamm, was wir natürlich auch hier wieder erhöhen bzw. verringern können. Genauso auch für unseren zweiten Fingerkamm, auch hier wieder die Möglichkeit eben die Geschwindigkeit zu erhöhen bzw. zu verringern. So, ich darf euch jetzt einmal von hier oben einige Einstellungen erklären und einige Praxistipps geben. Beginnend einmal oben mit unserem Wachendorf-Terminal. Das Ganze haben wir beibehalten. Nun mittlerweile ist das Drehrad aktiviert. Das heißt, wir können Einstellungen über das Drehrad beeinflussen. Die genauen Einstellungen dazu, da kommen wir nachher zu. Beginnen wir hier unten mit den Druckknöpfen. Ganz links können wir einmal die Beimengenspur losgelöst vom Verlesetisch einstellen. Dieses System ist mittlerweile getrennt voneinander, sodass man halt auch eine sehr feine Abstimmung beim Sortieren der Beimengenspur generieren kann. Dann haben wir hier einmal unsere Druckknöpfe für den UFK, für die Höhenverstellung des Fingerkamms. Da haben wir nach wie vor die elektrische Verstellung beibehalten über die Elektromotoren, was eine sehr genaue und empfindliche Einstellung möglich macht. Dann haben wir einmal unseren Drehpoti für die Verlesetischgeschwindigkeit. Dieser ist jetzt von oben als auch von unten verstellbar, was vorher nicht so der Fall war. Und dann haben wir einmal hier rechts noch Sicherheitssachen, wo es einmal um die Hupe geht und einmal um den Notaus, wo ich die ganze Maschine halt mit zum Stillstand bringen kann und die Hupe entsprechend als Signal für den Fahrer, sollte es zu einem Problem führen. Wenn wir nun unsere Einstellungen, so wie wir sie jetzt vorgenommen haben, einmal abspeichern wollen, können wir hier oben rechts auf unser P klicken und nun gelangen wir in das Menü für unsere Programmtasten. Programmtasten bedeutet im Endeffekt, dass wir hier 6 Speicherplätze für unsere Einstellungen der Maschine einmal haben. Heißt also, wenn die Maschine jetzt so für diesen Standort hier eingestellt ist, würde ich jetzt einmal lange auf P1 drücken. Nach dem akustischen Signal weiß ich jetzt also, diese Einstellungen der Maschine sind jetzt unter P1 gespeichert und nun kann ich diesem Programm eben noch einen Namen vergeben, in diesem Fall zum Beispiel ein sandiger Standort. So wissen wir also jetzt auch für das nächste Mal noch, dass wir hier eben unter dem P1 die Einstellung für einen sandigen Standort abgespeichert haben. Um das Ganze dann im Endeffekt aufzurufen, müsste ich einfach hier aus der Hauptmaske auf mein Programmtastenmenü einmal draufklicken, P1 aktivieren und dann wird mir im Endeffekt hier P1 grün dargestellt und ich weiß, jetzt habe ich also die aktiven Einstellwerte unter meinem Programm 1 wieder aufgerufen. Unten rechts befindet sich dann unser Select-Menü. Hier haben wir noch diverse Einstellmöglichkeiten für unsere Bedienelemente auf der Maschine. Bedeutet also, was wir hier dargestellt haben, sind einmal unsere Ableitwalzenhöhen, die Verlesebandgeschwindigkeit und die Höhe der beiden UFK-Gurte. Wenn wir also hier das Ganze in Grau dargestellt einmal auswählen würden, wäre hinten auf der Maschine all diese Einstellmöglichkeiten gesperrt. Wenn wir das Ganze in Grün auswählen, wären alle diese Möglichkeiten hinten freigegeben. Wenn wir die dritte Variante auswählen, sieht man, dass die Verlesebandgeschwindigkeit hinten gesperrt ist. Allerdings kann ich von hinten von der Maschine nun die Ableitwalzen und die UFK-Höhe einstellen. Oder die vierte Variante wäre hier dann, die Verlesebandgeschwindigkeit wäre hinten auf der Maschine ebenso freigegeben. Ich könnte aber nicht meine Ableitwalzenhöhe und meine UFK-Höhe verstellen. Genauso habe ich hier die Möglichkeit, unser Wachendorf-Terminal hinten auf der Maschine in grün freizugeben. Oder wenn ich es jetzt hier in weiß darstellen lasse, ist es nun hinten gesperrt und ich kann mir nur noch die Werte anzeigen lassen, aber keine aktiven Verstellungen der Werte mehr vornehmen. Unten drunter haben wir unser manuelles Menü. In diesem manuellen Menü haben wir hier nun die Möglichkeit, all unsere 4 Hauptaggregate, in diesem Fall dann Siebkette 1, Siebkette 2 und Krautkette, Igel 1 und Igel 2, 3, 4,
Immer in Abhängigkeit mit der minimalen oder der maximalen Geschwindigkeit, je nachdem wie ich es einstelle, laufen zu lassen. Klassisches Beispiel hierzu wäre zum Beispiel, wenn wir in einem sehr nassen Herbst fahren, unsere Igelbänder Igel 1, 2, 3 und 4 werden so langsam schon etwas klebrig, könnte ich jetzt hier reingehen, würde dementsprechend für Igel 1, 2, 3 und 4 eine maximale Geschwindigkeit vorwählen. Anschließend schalte ich die Zapfwelle ein und nun drücke ich über den Maschinenantriebknopf diese vorgewählte Funktion einmal auf Ein. Solange ich den Maschinenantriebsknopf gedrückt halte, läuft also jetzt das Igelband 1 und 2, 3, 4 mit maximaler Geschwindigkeit. Anderes Beispiel wäre zum Beispiel, wenn ich nun in der Wartungsarbeit unsere Buchsenschlösser der Siebkette 1 überprüfen möchte, die Buchsenschlösser stehen aber gerade nicht an einer zugänglichen Stelle, könnte ich also hier auch wieder in diesem Menü die minimale Geschwindigkeit für meine Siebkette 1 vorwählen, schalte die Zapfwelle ein und drücke jetzt hier wieder den Maschinenantriebsknopf und solange ich diesen Knopf gedrückt halte am rechten Joystick, läuft eben meine Siebkette 1 mit minimaler Geschwindigkeit. Lasse ich den Knopf los, bleibt die Siebkette genau an diesem Punkt stehen und ich kann eben die Wartung bzw. die Kontrolle der Buchsenschlösser sauber vornehmen. Gleichermaßen haben wir auch hier wieder den Reversierknopf für die Siebkette 1. Das heißt, auch hier in diesem manuellen Menü können wir die Siebkette 1 reversieren. Und zu guter Schluss haben wir hier im Select-Menü noch die Funktion, dass wir die Klappautomatik, die wir in unserem Klappmenü haben, einmal aufgedröselt haben. Bedeutet im Endeffekt, dass wir einmal den Bunker hier händisch aus- und einklappen können und separat davon noch unser Verleseband heben bzw. senken. Was die Klappautomatik in einem Zug selber macht, könnten wir hier dementsprechend dann nochmal separat ansteuern. So, nachdem wir jetzt die Maschine komplett eingestellt haben auf die Bedingungen hier am Standort, gehen wir jetzt nochmal ins Feintuning rein. Das Ganze würden wir hier unter unserem großen M im Menü eben vornehmen. Bedeutet also, wir haben hier einmal den Menüpunkt Grundeinstellungen. In den Grundeinstellungen haben wir weitere Einstellmöglichkeiten, unter anderem die Bändersteuerung, die sich hier eben explizit erstmal auf die Anlaufzeiten und die Nachlaufzeiten beziehen. Anlaufzeiten bedeutet hier in dem Falle, nach Drücken der Feldanfangtaste dauert es in diesem Falle jetzt hier grundeingestellt für jedes Aggregat 1 Sekunde, bis die jeweiligen Aggregate, Siebkette 1, Siebkette 2 zum Beispiel, anfangen zu laufen. Das heißt, ich könnte also jetzt hingehen und sagen, Siebkette 2 soll noch ein bisschen länger warten, bis es anläuft, Igel 1 dann dementsprechend 3 Sekunden und so könnte ich das für mich eben passend einstellen, wie die Maschine eben nach und nach anlaufen soll. Gleiches gilt für die Nachlaufzeiten, bedeutet also, nach Drücken der Feldende-Taste dauert es hier wieder eben grundeingestellt diese Zeit, die hier zu sehen ist, um das jeweilige Aggregat zum Stoppen zu bringen. Auch hier können wir also wieder hingehen und das Ganze so einstellen, dass die Maschine eben auch hier wieder nach und nach aufhört zu laufen. Des Weiteren sehen wir hier die Siebkettenautomatik. In der Siebkettenautomatik können wir jetzt hier zum einen die fahrgeschwindigkeitsabhängige Siebkettenautomatik einstellen. Das heißt, je langsamer ich fahre, desto langsamer dreht ja auch meine Siebkette und genau diesen Wert können wir nach unten hin begrenzen, dass so langsam ich auch fahre, die Siebkette in diesem Fall zum Beispiel nicht langsamer als 80 Umdrehungen dreht. Genau das gleiche können wir auch nach oben hin begrenzen. Das heißt, auch egal wie schnell ich fahre, soll meine Siebkette in dem Fall jetzt zum Beispiel nicht schneller als 150 Umdrehungen drehen. Außerdem haben wir hier noch eine Einstellung für unsere lastabhängige Siebkettenautomatik. Da wir hier die Siebkette nur beschleunigen, können wir hier eben nur einen maximalen Wert einstellen. Je näher wir, wie gesagt, an unsere Warngrenze heranfahren, desto schneller dreht in dem Falle die Siebkette. Und das können wir auch hier wieder nach oben hin limitieren, um einfach die Beschädigung der Kartoffeln möglichst klein zu halten. Analog dazu haben wir auch unsere Igel-Automatiken. Genau die gleichen Einstellwerte, auch hier wieder die minimale Grenze
für unsere fahrgeschwindigkeitsabhängige Igelautomatik und auch die maximale Grenze für unsere fahrgeschwindigkeitsabhängige Igelautomatik, genauso wie die maximale Grenze unserer lastabhängigen Igelautomatik. Nächster Punkt wäre hier der Bunker. Hier haben wir bei dieser Maschine den Überladebunker ausgestattet und haben demnach einige Einstellmöglichkeiten für unseren Überladebunker. Zum einen können wir hier Einfluss über die Nachlaufzeit des Verlesebandes nehmen. Das heißt, nach Drücken der Feldende-Taste läuft das Verleseband hier grundeingestellt 15 Sekunden weiter, um das Verleseband eben jedes Mal sauber leer laufen zu lassen. Wenn wir jetzt besonders langsame Verlesebandgeschwindigkeit also fahren, könnte ich diesen Wert etwas erhöhen, um wirklich jedes Mal, wenn wir Feldende gedrückt haben, zuverlässig das Verleseband leer laufen zu lassen. Als nächstes haben wir den Abstand Ultraschall. Dieser Einstellwert gibt den Abstand vom Ultraschall für das Bunkerbefüllen an. Das heißt also, das ist ein grundeingestellter Wert, der so auch passt. Hier kann man maximal kleinere Einstellungen vornehmen. Das heißt also, dass quasi der Abstand zwischen Ultraschall und dem Produkt im Bunker etwas angepasst wird. Als nächstes haben wir hier einmal den Wert für den Bunkerbefüllstand unten. Bedeutet also, wenn unser Verleseband an der unteren Position für die Bunkerbefüllung steht, macht er hier also in diesem Fall den Bunker zu 100% voll. Das Ganze könnten wir hier natürlich auch noch etwas runtersetzen, um eben den Bunker nicht zu voll zu machen oder bei dementsprechend langen Bahnen einfach zu gewährleisten, dass wir eine gleichmäßige Füllung auch bei sehr langen Bahnen dann hinbekommen. Sperrzeit Rollboden würde bedeuten, wenn mein Bunkerbefüllband die oberste Position erreicht hat, wartet mein Rollboden für 2 Sekunden und würde dann erst weiterziehen. Rollbodengeschwindigkeit 1 AUX bedeutet in dem Falle, dass wir die Rollbodengeschwindigkeit als eine AUX-Funktion festlegen können und die kleinere Rollbodengeschwindigkeit, also die Rollbodengeschwindigkeit 1, würden wir hier also dann mit 15% anwählen. Bedeutet also, wenn wir eine Taste mit der Rollbodengeschwindigkeit 1 festlegen, würden wir hier jetzt den Rollboden mit 15% Geschwindigkeit einsteuern. Darunter haben wir den Bunkerbefüllstand oben als 95%, analog zu unserem Bunkerbefüllstand unten. Das heißt, wenn also unser Verleseband ganz hoch gefahren ist, haben wir auch hierzu nochmal einen Einstellwert. Bunker voll gibt uns wieder den Ultraschallsensor aus, der ganz außen am Überladearm befestigt ist. Wenn also unser Bunker die Meldung Bunker voll ausgeben soll, dazu können wir also hier unseren Abstand einstellen. Und der letzte Punkt, Rollboden, wäre der Versatz von Rollboden zu Entladeband. Das heißt, dass wir beim Befüllen des Bunkers einen gewissen Versatz erzeugen können, um einfach eine maximale Befüllung des Entladebandes und der Bunkerwanne zu gewährleisten. Unter Sonstiges haben wir noch Einfluss auf unsere Schmierzeit, in diesem Falle 3 Minuten. Das ist ein grundeingestellter Wert, das ist in der Regel auch so in Ordnung. Unser Reihenabstand, der ja auch grundeingestellt bei dieser Maschine auf 75 cm eingestellt ist. Beetbreite würde dann für die Schwartaufnahme hergenommen werden, hier also 1500 mm. Teilung Siebkette 2 ist auch ein grundeingestellter Wert. In dem Falle beträgt die Teilung an der Siebkette 2 36 mm. Und die Achse Mitte Arbeitsstellung. Dieser Wert würde uns eine Arbeitsstellung bzw. die Position der Achse während dem Roden vorgeben. Das heißt, wenn wir also die Maschine etwas vom Nachbardamm weglenken wollten, könnten wir also hier hingehen und diesen Wert bis zu -4 Grad einstellen. Dass wir also die Maschine bis zu -4 Grad von der Nachbarreihe, von der rechten Reihe von der Maschine aus gesehen, daneben wegfahren können.
Und als letztes hier in den Grundeinstellungen haben wir den Menüpunkt Next VT. Würde in diesem Fall bedeuten, dass wir diese Bedienmaske von unserem Keiler auf einem beliebigen weiteren Terminal in der Schlepperkabine anzeigen lassen können. Nur dadurch, dass wir hier draufklicken, würde quasi die Maske auf das nächste Ausgabegerät draufspringen. Des Weiteren haben wir jetzt hier nochmal unser Menüpunkt Programmtasten, auf das wir ja vorhin schon mal eingegangen sind. Einfach hier nochmal als Überblick. Unter den Sondereinstellungen haben wir hier die Möglichkeit, die Zentralschmieranlage einmal auf einzuschalten. Das bedeutet, jetzt würde sie wirklich auf unseren Befehl einmal schmieren, und zwar die 3 Minuten, die grundeingestellt sind. Danach schaltet sich das Ganze hier wieder automatisch auf die Automatikfunktion zurück. Fahrgeschwindigkeit ist generell immer auf die Traktor-ECU eingestellt. Das heißt, der Roder würde die Fahrgeschwindigkeit von unserem Schlepper abnehmen. Könnten wir allerdings auch auf den B047 einstellen. Das wäre unser roderinterner Drehzahlsensor. In der Regel fahren wir aber immer mit dem Drehzahlsensor von dem Schlepper. Auch hier haben wir nochmal die Möglichkeit, unsere Tiefenführungsart zu verstellen. Das heißt entweder Dampfdruckregelung oder Dampfdruckentlastung. Wie gesagt, Standardregelart ist immer die Dampfdruckregelung. Die Beimengendrehrichtung können wir hier auf Automatik schalten. Das würde bedeuten, dass unsere Beimenge bei jedem Start des Rodevorgangs für 7 Sekunden reversiert, um einfach Kraut, was sich gegebenenfalls aufhängen könnte, nach hinten quasi aus der Maschine auszutragen. Bei der Überladebunkermaschine können wir hier unsere Rundumleuchte auf Automatik schalten. Das heißt, sobald mein Bunkerbefüllband die oberste Position erreicht hat, würde meine Rundumleuchte eingeschaltet werden, um dem Abfahrgespann zu signalisieren, dass der Bunker in wenigen Minuten dann voll sein wird. Deichselposition, auch diese Funktion gibt es nur beim Überladebunker, würde in diesem Fall das Beiziehen nach Drücken der Feldende-Taste sperren, sodass wir also den Bunker oder den Roder genau in dieser Position mit der Deichsel bleiben und nicht gegebenenfalls beim Überladen den Überladearm in den Hänger fahren würden. Das würde eben hier dann dementsprechend gesperrt werden. Verlesebandhöhe haben wir jetzt hier auf Automatik gestellt. Das wäre also die Funktion, dass wir automatisch den Bunker auch über das Verleseband quasi, über die Position des Verlesebandes befüllen können. Das heißt also, dass unser Verleseband zweistufig nach oben fährt und das eben hier über eine Automatik gesteuert wird. Und als letzter Punkt wäre dann hier Siebkanal 1. Da diese Maschine eben mit dem System Twin Kiln ausgestattet ist, können wir also hier zwischen einer zweigeteilten Siebkette und einer einteiligen Siebkette hin und her tauschen. In dem Fall ist eine einteilige Siebkette verbaut, was eben dann hier im Menü dementsprechend ausgewählt werden muss. Betriebsdaten. Hier haben wir nochmal eine Übersicht über die Statistik pro Tag. Das heißt, wie viel wir am Tag gerodet haben. Auch das können wir zurücksetzen. Statistik in der Saison. Natürlich können wir auch die Statistiken der Saison einmal zurücksetzen. Und als letztes die Gesamtstatistik der Maschine. Das heißt, dass wir hier einfach eine Übersicht über die gesamte Hektarleistung, Stundenzahl und Kilometerzahl der Maschine dann einsehen können. So, jetzt nach dem Einstellen des gesamten Roders zeige ich euch unser neues Videosystem. Das Videosystem ist grundsätzlich in der Lage dazu, dass wir jetzt eben 7 Digitalkameras anzeigen lassen können. Das Ganze eben grundsätzlich über ein Terminal oder eben wahlweise auch über einen zweiten Videobildschirm. Wir haben also hier jetzt in diesem Layout zum Beispiel eine Übersicht über 6 unserer ausgestatteten Kameras. Zudem haben wir hier die Möglichkeit, dass wir durch Draufklicken einmal die Kamera groß darstellen und durch Reinzoomen dann tatsächlich wirklich schön sehen können, wie viel habe ich hier zum Beispiel auf der Beimenge und wie sehen meine Kartoffeln auf dem Verleseband im Endeffekt aus. Um ein solches Layout anlegen zu können, wie wir jetzt hier sehen, haben wir schon mehrere Layouts angelegt. Klicken wir hier oben auf unseren Stift. Wenn wir in diesem Layout-Menü jetzt drin sind, können wir oben links über das große Plus ein neues Layout auswählen und rechts dann dementsprechend
im Endeffekt das tatsächliche Layout, wie es aussehen sollte, ausstatten. Das heißt, in dem Falle würde ich jetzt einfach hier einmal dieses Layout auswählen. Wir haben hier verschiedene Varianten, die wir auswählen können. Und würde jetzt dementsprechend einmal unser Verleseband gerne anzeigen lassen. Das heißt, ich gehe jetzt einmal hier auf diese Schaltfläche, suche mir über das Piktogramm die passende Verlesebandkamera und könnte mir in diesem Fall gegebenenfalls ein zweites Mal die Verlesebandkamera anzeigen lassen, wobei wir auf der größeren Variante gegebenenfalls direkt in diesem Bild reinzoomen, um einfach unsere Beimenge sauber darstellen zu können. So wäre jetzt einmal die Einstellung, die ich gerne vornehmen würde. Das Ganze passt für mich jetzt so. Ich gehe also hier wieder zurück, gehe auf mein Layout 6, was wir soeben ausgewählt haben. Und nun sieht man, wie das Ganze aussehen würde. Das heißt, ich habe einmal eine Übersicht über meinen gesamten Verlesebereich und einmal eben schön rangezoomt auch auf meine Beimenge, dass ich einfach ganz genau weiß, wie ist mein UFK eingestellt. Passt das so für mich, dass wir da also wirklich das Maximale dann aus der Maschine in dem Falle rausholen können. So, dann kommen wir zu unserem rechten Joystick, mit dem ich die ganzen Rode-Funktionen steuern kann. Zunächst haben wir auf unserem rechten Joystick diese beiden Mini-Joysticks. Mit dem oberen Mini-Joysticks, wenn ich diesen nach oben auslenke, fährt meine Maschine nach hinten nach rechts. Wenn ich diesen Joystick nach unten auslenke, fährt meine Maschine hinten nach links. Nach rechts würde ich meine Deichsel ausschwenken und nach links schwenke ich meine Deichsel wieder ein. Am unteren Mini-Joystick kann ich meine Aufnahme nach oben heben und nach unten absenken. Des Weiteren kann ich am unteren Mini-Joystick mit Joystick nach rechts meine Maschine nach rechts neigen oder Joystick nach links meine Maschine nach links neigen. Wenn ich meine Maschine über den Joystick also gelenkt habe mit der Achse, habe ich über meine Achsmittenfindung hier die Möglichkeit, die Achse gerade wieder auszurichten. Über diese Taste hier unten, meine Deichselautomatik, kann ich eine von mir definierte Deichselposition abspeichern. Bedeutet also, wenn ich jetzt gerade vor der Reihe stehe und genau diese Position der Deichsel abspeichern möchte, drücke ich für 3 Sekunden diese Taste und genau diese Deichselposition wird abgespeichert. Das bedeutet, beim nächsten Mal an die Reihe reinfahren, müsste ich nicht mehr mit meinem Mini-Joystick die Deichsel ausschwenken, sondern drücke nur einmal die Taste und meine Deichsel steht auf der perfekten Position. Daneben haben wir unsere 2 wichtigsten Tasten. Diese wären einmal Feldanfang und Feldende-Taste. Über Feldanfang aktiviere ich meinen gesamten Maschinenantrieb. Die Aufnahme fährt nach unten und meine vorgewählten Automatiken werden aktiviert. Danach fahre ich also rode ich 2 Reihen und sobald ich am Ende des Ackers angekommen bin, drücke ich meine Feldende-Taste. Meine Aufnahme fährt nach oben, meine Bänder deaktivieren sich und meine Automatiken gehen in den vorgewählten Modus zurück. Außerdem zieht sich bei Standard-Bunkermaschinen meine Deichsel in die Geradeaus-Position zurück. Daneben haben wir den Knopf für unseren Maschinenantrieb. Über diesen Knopf können wir bei laufender Gelenkwelle die Maschine einschalten bzw. mit erneutem Drücken auch wieder ausschalten. Hier unten über dieses Dreh-Drückrädchen habe ich die Möglichkeit, meine Achse zu trimmen. Bedeutet also, wenn wir speziell am Hang fahren zum Beispiel und meine Maschine etwas zu einer Seite wegdriftet, könnte ich über Drehen des Rädchens eine neue Achsposition vorgeben und über Drücken des Rädchens diese Achsposition dann anfahren während des Rodens. Hier unten haben wir diese beiden Tasten für unser Bunkerbefüllband. Wir können hierüber einmal das Bunkerbefüllband heben oder das Bunkerbefüllband senken. Gleichermaßen kann ich über diese Taste auch bei eingeschobener Achse den Rollboden mit gedrückter Taste vorlaufen lassen oder
in Kombination mit unserem Multitaster auf der Rückseite meinen Bunker senken und darüber dann den Bunker nach unten lassen. Des Weiteren haben wir auch noch die zwei Knöpfe an der Seite des Joysticks, worüber wir einmal über den oberen Knopf unsere Damittenfindung aktivieren und über den unteren Knopf unsere automatische Neigung der Maschine aktivieren. So, hier auf der linken Seite befindet sich unser optionales zweites Videoterminal. Des Weiteren haben wir hier unseren linken Joystick, der maßgeblich für die Bunkerfunktion zuständig ist. Wir haben hier auch wieder zwei Mini-Joysticks. Der eine davon ist wieder, wie auch auf der rechten Seite, einmal für die Achslenkung zuständig und für die Deichsellenkung nach rechts und links. Genauso wie unsere Achsmittenfindung, die wir auch auf dem rechten Joystick haben, über diese Taste aktiviert werden kann. Außerdem haben wir auf dem rechten Joystick die Funktion des Überladearms. Nach oben wäre den Überladearm anheben, nach unten würde man den Überladearm senken. Nach links senkt man den zweiten Knick, nach rechts hebt man den zweiten Knick. Genauso kann man über diese Taste Den ersten Knick senken und über diese Taste den ersten Knick heben. Wenn wir nun den Entladevorgang starten wollen, können wir entweder über diese Taste den Rollboden freischalten und anschließend über das Drehdrückrädchen die Geschwindigkeit vorgeben. Oder wir drücken auf das Drehdrückrädchen drauf und geben dann die Geschwindigkeit vor. Wenn der Rollboden soweit leer gelaufen ist, können wir diesen über diese Taste stoppen, um das Entladeband zuverlässig leer laufen zu lassen. Wenn das Entladeband auch leer gelaufen ist, können wir dieses wieder mit dieser Taste stoppen. Außerdem haben wir über diese zwei Tasten hier die Möglichkeit, zwei Positionen des Überladearms abzuspeichern. Klassischerweise speichert man sich hier eine Position zum Befüllen des Entladebandes und eine Position zum Entleeren des Entladebandes. Das Speichern erfolgt über 3-sekündiges Drücken in genau dieser Position. Außerdem haben wir über die zwei Tasten an der Seite, je nach Ausstattung, die Möglichkeit, den Steinsammelkasten mit Drücken dieser Taste zu öffnen und laufen zu lassen und mit dieser Taste wieder zu verschließen. Grüßt euch, ich bin Richard aus der Entwicklung und ich darf euch das neueste Highlight aus unserer Softwareentwicklung vorstellen, die automatische Nachlauflenkung für unseren Keiler 2. Zum Aktivieren der Nachlauflenkung drückt man die Multitaster und den Lenkungstaster gleichzeitig. Dadurch wird die Taste rot. Durch einen manuellen Lenkungseingriff wird die Nachlauflenkung wieder automatisch deaktiviert. Beim Einfahren in die Reihe wird durch die Feldanfangstaste die Nachlauflenkung deaktiviert und die Achsmittenfindung aktiviert. Beim Ausfahren aus der Reihe mit Feldende wird die Nachlauflenkung wieder automatisch aktiviert. Man sieht, dass die Hinterachsen fast bis zu 100% einschlagen. Dann geht es ein Stück gerade, die Hinterachsen lenken gerade, dann fahren wir wieder eine Rechtskurve, die Hinterachsen schlagen nach links ein und hierbei läuft der Keiler wirklich ganz spurgenau dem Schlepper hinterher. Damit das Ganze funktioniert, haben wir in der Maschine ein Gyroskop verbaut, welches die Querbeschleunigung misst. Also die automatische Nachlauflenkung ist ein riesen Komfortgewinn für den Fahrer, weil die manuellen Lenkungseingriffe einfach minimiert werden. Vor allem, wenn man im Beeten arbeitet, braucht man eigentlich den Mini-Joystick so gut wie gar nicht mehr. Und falls man doch in ganz engen Ecken mal braucht, haben wir das Ganze super komfortabel gelöst, weil man wirklich ganz einfach mit dem ergonomischen Bedienteil zwischen automatischer Lenkung und manueller Lenkung hin und her switchen kann.